Hi, mein Name ist Annalena Bellnasch und ich bin Entwicklungsingenieurin bei der AVL Software & Functions GmbH. Ich stehe hier heute mit Professor Dr. Jan Dünnweber von der OTH in Regensburg. Mein Name ist Jan Dünnweber, wie Frau Bellnasch schon gesagt hat, bin ich hier Professor am Fachbereich Informatik und Mathematik. Seit 2012 schon vertrete ich hier die Lehrgebiete Verteilte Systeme und Betriebssysteme und betreibe dazu auch jede Menge Forschung im Bereich High Performance Computing, Big Data, Smart Cities und Smart Environments. Die Projektbezeichnung Flashmob KI steht für flexible, automatisierte, herbeirufbare Mobilitätslösung mittels künstlicher Intelligenz. Wieso ist denn das Projekt Flashmob KI etwas Besonderes und inwiefern sticht es denn im Vergleich zu anderen ähnlichen Mobilitätskonzepten heraus? Flashmob ist ein Projekt, das sich damit beschäftigt, bestehende Mobilitätslösungen zu ergänzen. Das heißt, wir wollten hier keine Alternative schaffen, sondern den bestehenden öffentlichen Nahverkehr erweitern und dabei besonders auf den ländlichen Raum Rücksicht nehmen. Dort haben wir nämlich die besondere Schwierigkeit, dass sich sehr viele Menschen eine Bushaltestelle teilen, dass das oft Menschen sind, die recht weit voneinander entfernt wohnen und dass dort zeitweise gar kein Bus fährt und wenn, dann sehr selten. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Innovationskern beim Projekt Flashmob KI? Flashmob KI, künstliche Intelligenz, das ist an sich schon innovativ. Wir haben KI genutzt, um bestehende Lösungen zu verbessern. Das heißt, solche Fragestellungen wie bei einer Route, die bereits als gut befunden wurde, wie wirkt es sich aus, wenn hier noch eine zusätzliche Haltestelle mit aufgenommen wird? Verschlechtert sich die Route dadurch immens oder ist das möglich? Solche Fragestellungen haben wir mit Methoden der KI beantwortet und damit auch Neuland betreten in dem Projekt. Welches Problem löst Flashmob KI? Flashmob KI als Mobilitätslösung beschäftigt sich natürlich damit, wie komme ich möglichst schnell auf möglichst kurzem Weg von A nach B. Hierbei haben wir uns aber insbesondere gefragt, wie können wir das so machen, dass wir den öffentlichen Nahverkehr dabei mitbenutzen. Das heißt, wie können wir Menschen Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr bieten, die diesen Anschluss nicht haben? Und wie können wir das so konzipieren, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können? Für wen wäre ein Mobilitätskonzept wie das wir in Flashmob KI entwickelt haben, nun geeignet? Flashmob KI wurde entwickelt oder viel eher erprobt im Landkreis Cham, genau gesagt für die Region Roding. Aber das ist nur ein Stellvertreter für viele ländliche Regionen, die alle darin sich ähneln, dass es einen Stadtkern gibt, der durch den Linienverkehr erfasst wird und viele umliegende Gebiete, in denen man auf den Individualverkehr, sprich auf eigene Fahrzeuge angewiesen ist. Und hier schaffen wir mit Flashmob KI eine ökologisch sinnvolle Alternative. Im Projekt Flashmob stecken mittlerweile über 50.000 Zeilen Code, die zum Teil generiert und auch implementiert sind. Die Hauptimplementierungssprachen sind dabei TypeScript, C++ und Python. Herr Professor Dünnweber, wieso hat denn eine erneute Kooperation mit der AVL stattgefunden? Die AVL ist eine sehr innovative Firma. Mir gefällt bei den Projekten der AVL, dass Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht, dass es um ökologisch sinnvolle Lösungen geht. Und das Interdisziplinäre hat mir gut gefallen bei AVL. Ich habe hier nicht nur mit Softwareingenieuren zu tun, sondern auch mit Menschen, die sich mit Sensorik beschäftigen, mit Elektronik und mit autonomen Fahren. Und all diese Dinge haben eine Rolle gespielt in dem Projekt, über das wir hier gerade sprechen. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Dünnweber, für das interessante Interview. Vielen Dank, Frau Bellnasch, für das nette Gespräch. Und wenn wir jetzt auch bei Ihnen Interesse geweckt haben, schreiben Sie uns gerne unter info.sfr@avl.com.